Hallo meine lieben Märchenfreunde, ich bin euer Märchenerzähler und begrüße euch zu unserer heutigen Märchenstunde. Macht es euch gemütlich und dann beginnen wir mit unserer Geschichte. Ein armer Junge, ein Tauschgeschäft und eine Bohnenstange, die bis in den Himmel wächst. Was Jack dort oben findet, hätte er sich nie träumen lassen. Jack und die Bohnenranke. Es war einmal eine arme Witwe, die hatte nur einen Sohn, der hieß Jack, und eine Kuh, die Milky White genannt wurde. Ihr ganzes Leben hing von der Milch dieser Kuh ab, die sie jeden Morgen molken und auf dem Markt verkauften. Doch eines Tages gab Milky White keine Milch mehr und sie wussten nicht, was sie tun sollten. »Was sollen wir nur tun?« rief die Witwe verzweifelt und rang ihre Hände. »Nur Mut, Mutter«, sagte Jack, »ich werde irgendwo Arbeit finden.« »Wir haben es schon versucht«, antwortete sie, »aber niemand will dich einstellen. Wir müssen Milky White verkaufen und mit dem Geld etwas anfangen, vielleicht einen kleinen Laden eröffnen.« »Gut, Mutter«, sagte Jack, »heute ist Markttag, ich werde Milky White verkaufen und dann sehen wir weiter.« So nahm Jack das Halfter der Kuh und machte sich auf den Weg. Er war noch nicht weit gegangen, da begegnete ihm ein sonderbarer alter Mann, der ihn grüßte. »Guten Morgen, Jack.« »Guten Morgen auch Ihnen«, sagte Jack erstaunt. »Woher wissen Sie meinen Namen?« »Nun, Jack«, sagte der Mann, »wohin gehst du?« »Zum Markt, um unsere Kuh zu verkaufen.« »Oh, du siehst wie jemand aus, der weiß, wie man Kühe verkauft«, sagte der Alte. »Weißt du auch, wie viele Bohnen 5 ergeben?« »2 in jeder Hand und eine im Mund«, antwortete Jack blitzschnell. »Richtig«, rief der Alte, »und hier sind sie, die Bohnen selbst.« Er zog eine Handvoll seltsam schimmernder Bohnen aus seiner Tasche. »Du bist ein kluger Junge«, sagte er, »darum will ich mit dir tauschen. Deine Kuh gegen diese Bohnen.« »Unsinn«, sagte Jack, »das glauben sie doch selbst nicht.« »Ah, du weißt nicht, was diese Bohnen sind«, sagte der Alte geheimnisvoll. »Wenn du sie über Nacht pflanzt, wachsen sie bis in den Himmel.« »Wirklich?«, fragte Jack. »Ganz gewiss. Und wenn das nicht stimmt, bekommst du deine Kuh zurück.« »Abgemacht«, sagte Jack, gab ihm das Halfter und steckte die Bohnen in die Tasche. Als er nach Hause kam, war es noch hell. »Schon zurück, Jack?«, fragte seine Mutter. »Ich sehe, du hast Milky White nicht mehr. Also hast du sie verkauft. Wie viel hast du bekommen?« »Du wirst es nie erraten, Mutter«, sagte Jack stolz. »5 Pfund? 10? 15? Nein, 20? Ich sagte doch, du errätst es nicht. Sieh dir das an, magische Bohnen. Wenn man sie über Nacht pflanzt, wachsen sie.« »Was?«, rief die Mutter entsetzt. »Du Narr, du Dummkopf! Du hast unsere Milky White, die beste Kuh weit und breit, gegen eine Handvoll Bohnen vertauscht?« Sie schlug Jack, warf die Bohnen wütend aus dem Fenster und schickte ihn ohne Abendessen ins Bett. Jack legte sich traurig in sein Dachstübchen und schlief schließlich ein. Am nächsten Morgen fiel ihm sofort etwas Seltsames auf. Ein Teil seines Zimmers war hell erleuchtet, der andere tief im Schatten. Er sprang auf, trat ans Fenster, und was sah er? Die Bohnen, die seine Mutter aus dem Fenster geworfen hatte, waren über Nacht zu einer riesigen Ranke herangewachsen, die bis in den Himmel reichte. Der Alte hatte also die Wahrheit gesagt. Die Bohnenranke wuchs direkt an Jacks Fenster vorbei. Er öffnete es, kletterte hinaus und begann zu steigen. Er kletterte und kletterte immer weiter, höher und höher, bis er schließlich über den Wolken ankam. Dort führte eine breite Straße schnurgerade zu einem gewaltigen Haus. Auf der Schwelle stand eine riesige Frau. »Guten Morgen, gnädige Frau«, sagte Jack höflich. »Könnten Sie mir bitte etwas zu essen geben?« »Essen willst du?«, rief die Frau. »Wenn du nicht sofort verschwindest, bist du das Frühstück. Mein Mann ist ein Menschenfresser, und nichts liebt er mehr als gebratene Jungen auf Toast.« »Bitte, bitte«, flehte Jack. »Ich habe seit gestern früh nichts gegessen. Lieber werde ich gebraten als verhungern.«
Die Frau war nicht unfreundlich und nahm ihn mit in die Küche. Sie gab ihm Brot, Käse und Milch. Doch Jack hatte kaum angefangen zu essen, da bebte das ganze Haus. Dumpf, dumpf, dumpf. »Heilige Güte, das ist mein Mann«, rief die Frau. »Schnell, versteck dich hier!« Sie stopfte Jack in den Ofen, gerade als der Riese hereinkam. Er war gewaltig. An seinem Gürtel hingen 3 Kälber, die er achtlos auf den Tisch warf. »Brat mir 2 davon zum Frühstück, Frau«, knurrte er. Dann schnüffelte er in der Luft. »Fee, fi, fo, fum, ich rieche Blut von einem Engländer. Lebend oder tot, seine Knochen male ich zu Brot.« »Unsinn«, sagte die Frau, »du träumst. Vielleicht riechst du noch das, was von dem kleinen Jungen übrig ist, den du gestern gegessen hast. Geh dich waschen und dein Frühstück ist gleich fertig.« Der Riese ging. Jack wollte fliehen, doch die Frau hielt ihn zurück. »Warte, bis er schläft«, flüsterte sie. Nachdem der Riese gegessen hatte, holte er 2 Beutel voll Gold hervor, zählte sie und schlief dabei ein, so laut schnarchend, dass die Wände bebten. Jack schlich leise aus dem Ofen, schnappte sich einen Beutel Gold und rannte davon. Er warf den Sack in den Garten seiner Mutter und kletterte die Bohnenranke hinunter. »Siehst du, Mutter«, rief er stolz, »die Bohnen waren wirklich magisch.« Eine Zeit lang lebten sie gut vom Gold, doch irgendwann war es aufgebraucht. Auch stieg Jack eines Morgens wieder hinauf. Er fand die Frau des Riesen vor dem Haus und bat erneut um Essen. Sie erkannte ihn und zischte: »Geh fort, mein Mann frisst dich. Und das letzte Mal, als du hier warst, verschwand ein Beutel Gold.« »Merkwürdig, gnädige Frau«, sagte Jack. »Ich könnte Ihnen etwas darüber erzählen, wenn ich nur etwas zu essen hätte.« Neugierig ließ sie ihn herein, doch wieder thump, thump, thump. Der Riese kam zurück. Sie versteckte Jack im Ofen. Wie zuvor fraß der Riese sein Frühstück, rief »Fee, fi, fo, fom« und verlangte dann: »Bring mir die Henne, die goldene Eier legt.« Die Frau brachte sie. »Leg«, befahl der Riese, und die Henne legte ein goldenes Ei. Bald darauf schlief er ein. Jack schlich sich hinaus, schnappte die Henne, doch sie gackerte laut. »Herr, Herr«, rief sie, und der Riese erwachte. Jack floh, die Henne unter dem Arm, und hörte hinter sich nur noch: »Frau, wo ist meine goldene Henne?« Er kletterte hinunter, zeigte die Henne seiner Mutter und sagte: »Leg«, und sie legte jedes Mal ein goldenes Ei. Aber Jack war noch nicht zufrieden. Ein 3. Mal kletterte er hinauf. Diesmal versteckte er sich in einem großen Kupferkessel. Der Riese kam heim, roch wieder Menschenblut, fand aber niemanden. Nach dem Frühstück rief er: »Bring mir meine goldene Harfe.« Die Frau brachte sie, und als der Riese »Sing« befahl, begann sie zu spielen, wundervoll und lebendig. Der Riese schlief ein. Jack schlich aus dem Kessel, griff nach der Harfe, doch sie rief laut: »Herr, Herr!« Der Riese erwachte und jagte ihm hinterher. Jack raste zur Bohnenranke. Der Riese folgte, schwer wie ein Felsen. »Mutter«, rief Jack, »bring mir die Axt.« Sie kam herbei, bleich vor Schreck, als sie den Riesen sah, der schon aus den Wolken stieg. Jack hieb zu, klack, die Ranke brach. Der Riese stürzte herab, schlug auf den Boden und blieb tot liegen. Jack zeigte seiner Mutter die goldene Harfe, und mit ihr und den Eiern der Henne wurden sie reich. Bald darauf heiratete Jack eine schöne Prinzessin, und sie lebten glücklich bis an ihr Ende.